Hallihallo, mein Name ist Sally, kommt doch rein. Ich dachte, ich nehme euch heute mal ein bisschen durch meinen Tag mit, aber zuerst werden wir was trinken, denn es ist super wichtig, ausreichend Wasser zu trinken und mir persönlich fällt das relativ schwer. Deshalb werden wir jetzt erstmal ein bisschen Wasser trinken und dann starten wir mit Sport in den Tag. So, okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Sport zusammen. Also ich mache ungefähr 3-mal die Woche Kraftsport im Fitnessstudio und 2-mal die Woche gehe ich tanzen im Verein. Und wenn ich tanzen habe, an den Tagen mache ich auch noch Home-Workouts. Demnach habe ich also 5 Tage die Woche Sport und 2 Rest-Days, weil ihr müsst immer dran denken, Muskeln wachsen nur, wenn ihr Pause habt. Also es ist wirklich wichtig, euch auch mal eine Pause zu nehmen. Wenn ich Homeworkouts mache, dann sind die meistens so 30 bis 45 Minuten. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt langsam echt Hunger, deswegen machen wir uns jetzt erstmal was zum Frühstücken. Okay, bevor ich jetzt mit dem Frühstück starte, dachte ich, ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie ich mein Yasio eingestellt habe. Also ihr wisst ja, dass ich mein Gewicht halte, aber auch wenn ich abnehmen oder zunehmen wollen würde, würde ich es genau so einstellen. Denn ich habe meine Apple Watch mit Yasio verbunden und dadurch zieht sich die App automatisch meine Aktivitätskalorien und rechnet es auf mein Kalorienziel drauf. Und als Kalorienziel habe ich dann quasi manuell meinen Grundumsatz eingegeben. Also das, was mein Körper jeden Tag verbrennt, auch ohne dass ich mich bewegen würde. Zusammen ergibt das dann meinen Gesamtumsatz, also alles, was ich am Tag verbrenne. Und wenn ich jetzt alles esse, was in der Mitte im Kreis steht, dann habe ich meinen Gesamtumsatz gegessen und halte mein Gewicht. Wenn ich 300 bis 500 Kalorien stehen lassen würde, würde ich dann langfristig und vor allem hoffentlich gesund und ohne Jojo-Effekt abnehmen. Und wenn ich mehr essen würde, würde ich dann auch auf lange Sicht zunehmen. Wir können jetzt mal schauen, zum Beispiel wenn ich auf morgen gehe, dann seht ihr hier, dass mein Grundumsatz angezeigt wird. Und bei heute, wo ich ja schon ein bisschen Sport mit euch zusammen gemacht habe, wird jetzt rechts angezeigt, dass ich schon 285 Kalorien verbrannt habe. Und die werden jetzt in der Mitte drauf gerechnet. So, und jetzt würden wir unser Frühstück eingeben. Ich zeige euch jetzt auch direkt mal, wie ich das mache, denn es gibt so ein paar Tipps und Tricks, mit denen ihr extrem Zeit sparen könnt und wodurch das Kalorienzählen auf einmal ganz leicht wird. Ich habe nämlich mein Frühstück als Mahlzeit angelegt und der Unterschied zwischen Mahlzeiten und Rezepten ist, dass wenn ihr Mahlzeiten hinzufügt, ihr die ganzen Werte noch mal super easy abändern könnt. Ich habe das Ganze jetzt hier als Stracciatella-Joghurt gespeichert, habe das jetzt hinzugefügt und jetzt könnt ihr hier sehen, dass die ganzen Zutaten schon hinterlegt sind. Und jetzt kann ich, wenn ich zum Beispiel heute 200 Gramm oder 300 Gramm nehmen würde, das Ganze direkt ändern, ohne dass sich das Rezept verändert. Und genau, so mache ich das. So, ich mache mir jetzt eine Stracciatella Joghurt Bowl. Das ist tatsächlich mein absolutes Lieblingsfrühstück. Ihr findet unzählige Rezepte auf meinem Account. Ich dachte, während ich dieses Frühstück jetzt zubereite, reden wir noch ein bisschen darüber, wie es eigentlich alles dazu kam, wie es jetzt ist. Und zwar habe ich im April 2020 mit meiner Ernährungsumstellung begonnen. Ich habe das tatsächlich einfach nur für mich alleine gemacht. Also ich habe mich in meinem Körper nicht mehr wohlgefühlt, weil ich einfach mich extrem ungesund ernährt habe und auch sehr einseitig und ich wollte daran etwas ändern. Und das ist auch so ein bisschen der erste Tipp, den ich euch voll gerne geben würde. Ihr müsst das Ganze wollen. Also ihr müsst was verändern wollen und nicht irgendjemand anders oder irgendjemand hat mal gesagt oder sonst was. Nein, der erste Schritt, um was zu verändern, ist wirklich, dass ihr selbst das wollt. Und um das irgendwie festzumachen, müsst ihr euch halt ein Warum suchen, das euch so wichtig ist, dass ihr motiviert seid, etwas zu verändern. So, ich habe jetzt hier meine Quarkmasse quasi angemischt und jetzt müssen wir noch ein bisschen Schokolade schneiden, damit da dann der Stracciatella-Effekt reinkommt. Ich habe insgesamt von April bis November 2020 ca. 8 Kilo abgenommen. Danach habe ich dann angefangen, aufs intuitive Essen umzusteigen und meine Kalorien dementsprechend nicht mehr gezählt und mein Gewicht nur noch gehalten. Und eine Sache, die ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, die mir super wichtig ist: Nur weil ihr etwas in eurem Leben verändert und eure Essgewohnheiten oder alles Mögliche umstellt, heißt das nicht, dass ihr an Altem nicht festhalten dürft. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich früher unfassbar oft gerne und sehr viel Nutella gegessen habe und ich esse auch heute noch Nutella und ich könnte mir gar nicht vorstellen, mir einzelne Lebensmittel oder Dinge zu verbieten. Denn für mich gilt definitiv, Balance ist the key und nur weil ich jetzt gerade meine Joghurt Bowl esse, die absolut gesund, lecker und ausgewogen ist, heißt das noch lange nicht, dass es nachher nicht irgendwie ein Eis oder sonst was gibt. So, satt und glücklich. Jetzt werde ich mich erstmal kurz an den Laptop setzen. Ich muss noch ein bisschen was erledigen und vor allem wollte ich mal ein neues YouTube-Video für Sonntag schneiden. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Ich habe, wenn ich arbeite oder allgemein, wenn ich irgendwas mache, wo ich viel sitze, immer noch ein Glas Wasser daneben stehen. Dann trinke ich einfach mehr, wie wenn ich einfach nur eine Flasche in der Küche rumstehen habe.
So, wir haben mittlerweile, ich glaube ungefähr 4:30. Das ist meistens so die Zeit, in der ich anfange zu kochen, sodass wir dann zwischen 17 und 18 Uhr unsere warme Mahlzeit essen. So, ich bin jetzt fertig mit Kochen. Es gibt Nudeln mit Burrata, die lasse ich mir jetzt schmecken und danach werde ich, glaube ich, mal raus an die frische Luft gehen. Da war ich nämlich heute noch gar nicht und es sieht so schön aus, die Sonne scheint und ja, dann werden mal ein paar Schritte gesammelt. Beim Spazieren höre ich übrigens meistens Podcasts oder tatsächlich auch einfach irgendein Hörspiel. Ich mag das irgendwie richtig gerne, dann so mal kurz abzuschalten. Und wenn ich noch irgendwie richtig viel zu tun habe, dann kommt es tatsächlich auch vor, dass ich einfach unterwegs arbeite und dann an meinem Handy rumspiele. So, und das war es jetzt auch von mir. So sieht ein für mich typischer Tag aus und so nutze ich die App Yasio. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch in irgendeiner Form geholfen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese super gerne stellen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.